Ja klar. Derpy, Burpy, Plurpy, Knörpy, Sörpy. Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von What Remains of Edith Finch. Ja, auch ganz frisch auf dem Markt das Spiel. Und letztes Mal haben wir einen etwas längeren Einblick in das Spiel gehabt. Wir sind Edith, gehören zu der Familie The Finches. Und wir sehen das hier auch auf dem Bild. Das ist so eine Art Lebensbaum von den Familienmitgliedern, die alle schon tot sind. Ja. Und wir sind zu unserem Elternhaus zurück. Wir sind, glaube ich, gerade 16 oder 17 Jahre alt. Dieses Haus ist von jetzt auf gleich verlassen worden. So war die Geschichte. Aus irgendwelchen Gründen. Von jetzt auf gleich aber. Es sind doch alle Möbel drin. Es ist ein bisschen, ja, verwüstet, aber jetzt nicht schlimm. Und in dem Haus gibt es Zimmer, an deren Türen Namen dran stehen. Die wir jetzt auch hier auf dem Baum wiederfinden. Und diese Zimmer sind versiegelt. Das muss wohl die Mutter gemacht haben. Ja, und die Edith hat jetzt, glaube ich, die Aufgabe, dieses Geheimnis zu lüften, was diese Familie umgibt. Und wir sind beim letzten Mal in die Figur von Molly geschlüpft. Die sehen wir da unten ganz links. Die ist nur 10 Jahre alt geworden. Und das war sehr fantastisch, weil wir in verschiedene Tierformen geschlüpft sind. So, also Molly ist ohne was zu essen ins Bett geschickt worden und ist total hungrig aufgewacht. War eine Katze, eine Eule, ein Hai und hat verschiedene Tiere gerissen, bis hin zu einer Riesenschlange, die Menschen gefressen hat. Also ganz kurios. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Dann wollen wir mal. So. Also vervollständigt ist das hier ihr eigenes Tagebuch. Das war Molly. Auch jetzt speichert er gerade. Okay. Sieht so mega geil aus, ne? Bin ich jetzt auch eine Katze? Nee. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Okay, kommen wir ins nächste Zimmer. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Die Urgroßmutter heißt Edie. Was haben wir denn hier? Lurpy? Ach, guck mal, da sind noch Bilder drin von den Tieren. Also Nymphensittich. Hier so ein Wellensittich. Purply. Purply ist 6 geworden. Lurpy und Purply. Ist klar. Und Ruth. Ruth ist irgendwie eine Echse. Ne, ich kann mich nicht bücken. Das ist das Problem. Ich kann zwar zoomen, aber mich nicht bücken. Was ist das hier? Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Ach, das bin ich bestimmt selber. Ja, da kann ich nicht hingucken. Wen haben wir hier? Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Das sieht aus wie so eine Baumscheibe, ne? Das bin ich wohl selber. Tja, eine Künstlerin, wa? Ach, guck mal, Moment, ich wollte noch mal kurz hier Vögel gucken. Burpy und Bob. Bob ist eine Schlange. Hier haben wir noch einen Wellensittich. Und irgendwie so eine Wachtel. Derpy. Ja klar. Derpy, Burpy, Plurpy, Knörpy, Sörpy. Eine Nähmaschine. Was für eine geile alte Nähmaschine. Sehr cool. Ach, guck mal hier, die ganzen Kinderhände. Also auch niedlich, ne? Also hier gibt es wahnsinnig viel zu gucken, finde ich. Ein Puppenhaus. Her room was like a museum. Das stimmt. Odin. Ja. Odin ist aber 57 geworden.
For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Molly ist das Baby von Edie. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Aha. Ist cool, ne? Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Okay. Odin abgehakt. The Mysteries of Death and Thereafter. Guck mal, hier so ein augenloser Zwerg. Sven und Edie. Ja. Voll der Vogel an der Tür. Pillendose. Sauerstoffgerät. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was haben wir denn hier? I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Und möchtest du auch jetzt nicht, ne? Nee. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Bild 1937. Sven Finch. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Aha. Guck mal, hier voll die Blaupausen. Dragon kills Finch. Da ist nochmal so ein augenloser Zwerg. Hier sind ganz viele augenlose Zwerge. Das Baby, das ist bestimmt die Molly. Guck mal hier, der Hai aus einer Zeitung gemacht. Das ist total cool hier. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Okay. Ach, das ist das Badezimmer, wo ich eben reingeguckt habe. Voll rosa alles hier. Guck mal, hier so ein Frosch. Und ganz viel Enten und so ein paar Playmobil-Sachen. Kein Spiegelbild, ne? The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Ist ja voll lustig. There's a secret in the bathroom. Na, dann bin ich gespannt. There's a secret in this bathroom. Guck mal an. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Ist ja der Hammer, ey. Voll lustig. Wie das hier so funktioniert, echt. Das Haus gefällt mir gut. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Ich sehe nur nichts.
Aha, so ein Fotolabor hier, ne? Wie das aussieht. Witzig, witzig. Also hier kam ich ja jetzt aber nicht weiter, nö. Aber hier. Ein bisschen rumkriechen. Ha? Sieht aus wie ein Kamin hier. Ah, da ist dieses Zimmer mit dem gespannten Seil. Nein, das ist bestimmt das Zimmer hier von Barbara oder was? Nee. Fort Kelvin. Wie schön. Voll die Geheimnisse hier. Das finde ich total cool. Guck mal hier, das Holz. Steht wohl einer auf Holz, wa? Aber wie geil ist das denn? Hör mal. Guck mal hier, wie so ein kleines Fort. Ha. Wie geil, ey. Das ist wirklich ganz süß gemacht. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Aha. September 61. Guck mal an hier, ehrlich. Guck mal, der Roboter mit der Dose. Was eine niedliche Bettwäsche. Aha. Huch. Aha. Ja, warte mal. Eigentlich wollte ich hier noch nicht hin. Aber gut. Hallo? Ich wollte nämlich eigentlich noch da oben drauf. Hammermäßig. Ja, nee. Komm mal nochmal zurück. War ich ein bisschen zu voreilig. Fort Sam. Fort Kelvin. Ich wollte noch kurz da oben hoch. Mir das wenigstens mal eben angucken. Weil ich finde das so geil gemacht hier. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Guck dir das mal an. Ist das süß oder ist das süß, ey? Ist ja wohl der Hammer. Ey, es ist der Hammer. Zack. Was haben wir denn hier? Ein kleines Briefchen. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Oh, guck mal, wir haben ein gebrochenes Bein. Schaukelt ein bisschen schief hier, ne? My brother said he'd die before he ate another mushroom. Er stürbe And eher. he did. Hui. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. Aha. I think Calvin always wanted to fly. Ja. Mir ist schon ganz schwindelig hier. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Ups. Gleich überschlage ich mich. Wow. Guck dir das mal an, ey. Maybe if I hadn't said that, maybe if the wind hadn't picked up. Calvin, I'm not gonna tell you again. Kelvin, ich sag's nicht nochmal. Ja, ist ja völlig übertrieben. Ich überschlag mich da hier gleich. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. Ist ja eine Schaufel verstorben hier, oder was? I think he'd already made up his mind. Wozu jetzt?
Also ich weiß auch gar nicht jetzt, ob ich hier jetzt That's what I want to remember about my brother. schaukeln muss, bis der Arzt kommt oder was? Yeah! Überschlagen! The day he made up his mind to fly. And he did. Oh, weia. Okay, er hat es übertrieben mit dem Schaukeln. Der gute Calvin. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Tja, ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, aber ohne irgendwelche Absichten. Gut. Das ist... After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Ach so. Deswegen war das hier abgesperrt. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Gucken mal. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and Ja, bellies. klar. Ja, aber das kenne ich hier. Ups. Jetzt sind wir bestimmt bei Barbara im Zimmer. Jo. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Der Kinderstar. Voll der Bigfoot-Shrine hier. Shrine. Swan Lake. Das ist ja der Hammer. Da kommst du hier aus einer Kiste gekrochen. Ah ja, das ist das Hollywood-Barbara-Zeichen. Hammer. Seattle Starlets. Free from I school. never thought about how hard it must have been for her afterwards. Ja, das war bestimmt schwierig. Was haben wir denn hier noch? Happy Birthday, Barbara. Ah, geraucht hat sie auch. Ja gut, aber die war ja schon etwas älter, ne? Popcorn. Rollerskates. Ach, guck mal, hier ist die Baumscheibe. Ey, ist echt nur 16 geworden, ne? Dreadful Stories. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Das überraschende Ende der Barbara Finch. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec.
20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Ach, guck mal. Jetzt muss ich das machen. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Witzig. Jetzt kann ich in dem Comic spielen. Jo. Geil. Voll die Michael Myers Musik. She found Rick's crutch and imagined the worst. Wie geil ist das denn, ey? The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Guck mal hier. Ich sehe doch nichts. The old fridge rattled and grew still. Na dann, wollen wir mal gucken, ne? Oh dear! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. Ich bin nicht erschrocken. I'm furious. Nee. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... Slam. She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later. Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Ach so, okay. Wer schmeißt mir denn mal einen Rollschuh entgegen? Walter, are you there? Walter had vanished, but his Kein Walter da. radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the Den hookman, and Hakelmann. was speechless. He was quite smashing. Wie ist der denn überwältigend? And strange was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Ja. Wo denn? Nochmal? Ach, hier, ne? That night, she played her part beautifully. Okay, das ist Mollys Zimmer hier. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grow. Ja, sicher. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Okay, muss ich wieder runter? Wenn ich runterkomme, ist er wahrscheinlich nicht mehr, liegt er wahrscheinlich nicht mehr da. Ist doch so, ne? Ja. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Ding dong. Es klingelt an der Tür.
Das ist ja wirklich interessant. Geil ist die Michael Myers Musik da. Von Halloween da. At the door, she heard whispering. Geflüster? Was coming from inside the house. Ja. Hinter dir. 2. Aha. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Ja, ist doch fein, ne? Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. Was denn? She was going to be famous. Die sehen aber böse aus. Final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Ja, das ist ja schön, ne? Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole Ach, guck mal. time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her. Ih. Now that's what I call a real eerie tale. Das ist wie so eine Twilight Zone-Geschichte, ne? Das, oh ey. Das ist ja schön. Dann kannst du ja deinen Lebensbaum bemalen da. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir mal die Folge. Ne? Hat Spaß gemacht, fand ich auch total interessant. Es hat irgendwie, ist halt echt mal was anderes. Ich finde das spannend. Also, und ebenso fantasiereich. Und ich finde das total cool, durch dieses Haus zu kriechen da und die Geheimgänge zu entdecken. Ich glaube, das ist echt der Traum eines jeden Kindes. Ja, also ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Morgen, einen tollen Tag, eine super Nacht, was auch immer. Und was ihr tut, genießt das, denkt da immer dran. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.